Locktober, wie keusch ist denn das? Das ist unser Arbeitstitel und ich glaube, der ist so cool, dass es auch der Name der Folge wird, denn, wie der Name schon sagt, es geht um den Locktober. Ja, du hast dich ja schon hast du, für alle, die uns im Video angucken, ihr seht auf YouTube. Markus sitzt hier verschlossen. Ich bin immer ein sehr verschlossener Mensch. Ja, wir sind gespannt. Damit erscheint jetzt auch die nächste Folge, denn sie kommt nicht. Ja, ja, okay. Spaß. Viele Flachwitze und los geht's. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Da sind wir wieder mit einem spannenden Thema, passend zum Monat, und zwar dem Locktober. Wie keusch ist denn das? Ja, wir haben uns hier eingeschlossen. Okay, es werden so viele Wortspiele kommen. Ich freue mich jetzt schon auf diese Folge. Ich werde ganz viele Fragen haben und es ist auch ganz wichtig, diese Folge erscheint. Sie kommt nicht. Okay, ich merke, wir haben jetzt die ersten Sekunden um und es sind nur Wortspiele dabei. Es wird großartig. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon unser Soll erfüllt an Comedy-Programmen. Von daher werden wir jetzt mal ein bisschen ernster. Das war Schwarz und eng, der Podcast. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Nein, aber bevor wir einsteigen, tatsächlich, da es jetzt die erste Folge ist, seit der Vollsommer, war uns wichtig, da nochmal drüber zu reden, weil viele uns auch angeschrieben haben, so ein bisschen im Sinne von Vollsommer-Blues. Ob wir da mal zu berichten können, ob man da nicht alleine mit ist, da viele ganz starke Probleme hatten, wieder ins normale Leben zurückzukommen. Verständlich. Und eine Woche lang irgendwie halb Depri durch die Gegend gelaufen sind und man vielleicht auch nicht unbedingt die Leute hat, mit denen man drüber reden kann oder den Freundeskreis, der einem jetzt nochmal Erlebnisse in den Tagen danach gibt, um soft quasi runterzukommen. Wie ist es dir denn so gegangen? Tatsächlich merkte ich, dass ich doch so, ich sag mal, Montag, Dienstag danach so noch in Gedanken eigentlich da war, aber halt physisch nicht mehr da war. Und das merkte ich extrem und war so, okay, jetzt erstmal wieder normale Menschen. Und das, was du auch gerade gesagt hast, dieser Austausch, der war einfach nicht gegeben. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, danach mich irgendwo in eine Runde zu setzen, nochmal darüber zu sprechen oder so, aber das war nicht da. Ich war halt einfach wieder im tristen Alltag zurück und das war komisch. Das war ein ganz komisches Gefühl. Aber ich bin dann schnell drüber hinweggekommen tatsächlich. Okay. So, ja. Das freut mich für dich. Wie war es denn bei dir? Ich hatte echt eine harte Woche danach. Also ich bin echt in ein Loch gefallen. Ja. Ich hatte mir eigentlich bewusst ich habe da gerade so ein Lachen aus dem Off gehört, deswegen musste ich kurz mitlachen und ich weiß auch ganz genau wieso. Wegen dem Wort Loch, haha. Jedenfalls bin ich echt tief gefallen die Woche. Also ich hatte auch so einen richtigen Blues, richtig volle Pulle. Und ich hatte mir eigentlich das Wochenende danach bewusst freigehalten, weil ich mir dachte, naja, du bist irgendwie das ganze Wochenende voll unterwegs, bist dann kaputt, brauchst mal eins zum Erholen. Ja, das war genau falsch. So, ich werde es nächstes Jahr besser machen. Ich werde nächstes Jahr bestimmt bis Montag bleiben, weil das auch nochmal so ein softes Closing ist, sage ich mal. Dann Montag entspannt heimfahren, zu Hause noch erstmal ankommen, wieder nicht gleich wieder arbeiten gehen. Und ich werde mir definitiv fürs Wochenende danach auch irgendwas suchen. Und wenn es nur Berlin ist, einfach um zu sagen, ja, ich komme jetzt ein bisschen runter, jetzt zwar in Alltag Arbeit, aber ich habe das Wochenende danach gleich wieder nochmal irgendwas, wo ich wieder anknüpfen kann. Also das war schon hart. Also alle, die uns geschrieben haben, die das hatten, die hatten das nicht alleine schwer. Also es ist schon, weil man in eine andere Welt kommt. Vielleicht passend dazu noch, es kommt ja bald noch eine Folge zum Thema Fetisch und Real Life. So, ja. Ich glaube, da kann man, glaube ich, auch ein paar Themen da noch verordnen. Auf jeden Fall. Wie kann man Fetisch nochmal in die Welt da draußen tragen, wo wir uns den ganzen Tag drin bewegen? Ja. Ja. Nee, aber das war die Vollsommer. Sehr, sehr spannend. Es kam auch sehr viel Feedback dazu zurück. Vielen, vielen Dank auch an euch da draußen für alles an schönen, netten, aufbauenden, aufmunternden Worten. War wirklich sehr, sehr cool. Auch viele tolle Gespräche vor Ort gehabt. Ganz, ganz spannende Erfahrung auf jeden Fall. Du bist danach die Woche ein bisschen untergetaucht, viel Arbeit. Ja, du warst aber noch bei der Schwarz und eng, unserem Schwesterformat in Hamburg, im Toms Saloon, am letzten Freitag im September abends. Da warst du, glaube ich, da. Letzter Freitag im September, da war ich ja mal wieder in Berlin, aber du hast die Fahne hochgehalten für uns. Ich war da, genau. Ich war jetzt nur letzter Freitag im Oktober war ich nicht da. Da war ich auch nicht da. Genau, aber ich war beruflich untergetaucht. Ich hatte sehr viel zu tun, deswegen, ich bin jetzt auch wieder im Leben zurück und habe gerade so einen kleinen Blues, was die Arbeit angeht. Aber genau, ich war zur Schwarz und eng im Toms, auch das super, super spannend. Wieder nette Menschen treffen. Also war ganz tolle Erfahrung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt am
aufgrund der Aufmerksamkeit das Einzugsgebiet auch ein bisschen erhöht haben. Ja. Ich lese jetzt immer mehr Stories von Leuten, die noch weiter von Hamburg entfernt sind, die jetzt wirklich den letzten Freitag im Monat zur Schwarz und Eng ins Tom Saloon kommen, was ich sehr cool finde, weil dafür ist es gedacht. Und ich hoffe, dass es noch viel weiter wächst. Ja, und vielleicht komme ich auch irgendwann mal wieder. Du musst ja immer nach Berlin. Ja, an dem letzten Freitag im Monat ist immer Piepshow. Ich kann ja nichts dafür. Können die sich einfach einen anderen Termin suchen? Hamburg hat Vorrang. So. Vielleicht ist man ja auch bei der Schwarz und Eng irgendwann mal flexibel. Ja. Dann komme ich auch mal wieder. Wir organisieren das, wir kriegen das hin. Und ansonsten glaube ich, hatten wir gar nicht so viel, es waren ja sonst keine großen Events mehr. Die MOG war noch genau. am Tag danach, da konntest du ja leider nicht. Genau, da war ich nämlich nicht dabei, weil da musste ich arbeiten, wer hätte es gedacht. Ja. Was sehr schade war, da hast du, ich will es ungern sagen, aber da hast du eines der coolsten Events dieses Jahr verpasst. Ich hoffe inständig, dass das nochmal stattfinden wird in der Form, weil das war wirklich, wirklich cool. Diese Party war ja auf einem, für die es noch nicht mitbekommen hatten, das war ja eine Party auf einem Schiff hier in Hamburg, das durch den Hafen gefahren ist den ganzen Abend, und die MOG ist eben auch eine Gear-Party, Ministry of Gear heißt das ausgeschrieben, die jetzt so ein bisschen nach Europa rüber schwappt, die kommt, ich glaube, von Amerika, keine Ahnung. Und es gibt halt ein paar deutsche Organisatoren, die das jetzt in die Hand genommen haben. Genau, die war einmal in Stuttgart jetzt schon. Genau, und jetzt war sie in Hamburg. Und ich bin gespannt, wo die nächste hingeht. Also es soll wohl auch wieder eine geben, auf jeden Fall nächstes Jahr. Und wir schauen mal, was wird. Was wird? Damit haben wir den auch in dieser Folge platziert. Oh Mann. Ja. Nee, aber tatsächlich, schau mal, wo das nächste Mal ist. Vielleicht reisen wir sonst einfach hinterher, wenn es nicht Hamburg ist. Wir nehmen einfach unseren Banner mit und stellen den dann irgendwo auf. Ja. Ich habe ja extra auch da vielleicht, wir haben ja wirklich mittlerweile einen Aufstellbanner. Ich weiß, was jetzt kommt. Er wollte mich töten. In Berlin auf der Vollsom durfte ich ihn nicht aufstellen hinter uns. Aber ich habe was ganz Böses gemacht. Ich habe nämlich das hier gemacht. Wir wurden ja mal angesprochen, ob wir den Autogrammkarten haben. Das ist so unangenehm. Wir haben Autogrammkarten. Und es gibt tatsächlich Menschen da draußen, die uns vielleicht jetzt gerade auch zuhören. Nein, Alex. Oder ansehen. Wir haben davon welche verteilt, das weißt du. Du hast welche unterschrieben und ich dachte, weil du mich wirklich, genötigt hast dazu. Es war so unangenehm für mich. Ich dachte, du rammst mir diesen Edding gleich in irgendeine Körperöffnung rein, die in nicht Arsch, angenehm wäre. Oder in die Handröhre. Ja, ich hatte Angst, aber wir haben Autogrammkarten und die ersten... Die verschicken wir nur per Fax. Nur per Fax, aber die ersten limitierten Exemplare sind jetzt schon unters Volk gebracht. Darauf seht ihr natürlich uns. Reicht jetzt auch mit dem Thema, danke. Werbung Ende. Gut. Ihr merkt, es ist ihm sehr unangenehm. Ich finde es einfach super lustig. Dann gehen wir doch jetzt mal auf unser Hauptthema ein heute, würde ich mal sagen. Wir kommen jetzt mal zum Hauptthema. Ja. Nein, wir dachten uns, da viele gefragt haben, ob es mal eine Folge zu Keuschheit, Chastity, es hat viele Namen, Keuschheitsgürtel, whatever, geben wird. Ich so, ja, natürlich. Also das begleitet mich seit 12 Jahren, das Thema. Wollte ich gerade sagen, du bist da ja... du hast gerade noch die Einleitung gemacht, ne? Ja. Achso, ich wollte schon ich war ja schon fertig quasi. So, ja. Nee, das begleitet mich so lange wie Rubber. Also da kann ich genauso viel drüber sabbeln wie Rubber. Punkt. Ja. Für alle, die uns jetzt vielleicht gerade nicht im Video schauen, sondern die uns nur akustisch hören, du hast dich ja auch tatsächlich quasi in Schale geworfen. Ich habe mich in Schale geworfen. Ne? Du hast jetzt ja wirklich einen Keuschheitsgürtel an. Ja. Und ich möchte sagen, es ist ein sehr massives Gerät. Es ist ein bisschen Eisen. Also ich glaube, im Flughafen wäre es schwierig wahrscheinlich. Damit würdest du so nicht durch die Kontrolle durchkommen. Tatsächlich ist der ja, wie soll ich sagen, weniger explizit als andere Modelle, da man halt einfach nichts sieht. Der verdeckt halt einfach komplett alles. Es ist ein Vollkeuschheitsgürtel, nennt sich das Ganze, von der netten Marke Carrara, die in Belgien sitzen, soweit ich mich erinnere. Den kann man halt auch einfach, also jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, aber mit dem würde ich auch auf der Vollsom rumlaufen, weil du halt einfach weder eine Erektion siehst, noch irgendwas siehst. Das ist einfach nur Metall. Ich finde ihn einfach optisch mega schick zu Rubber, muss ich gestehen. Also auf jeden Fall. Ist schöne Deko. Es ist eine schöne Deko, so kann man es auch definieren, ja. Und man weiß auch, was man mit sich rumträgt. Ja, das glaube ich. Vielleicht einmal vorweg, du bist erfahren, sonst hättest du auch so eine Ausrüstung nicht. Da werden wir gleich wahrscheinlich auch mal ein bisschen drauf eingehen, was du schon für Momente in deinem Leben hattest, wo du verschlossen warst. Ich habe es tatsächlich einmal ausprobiert. Ein einziges Mal. So oft gleich? Ja, also tatsächlich, gut, vielleicht zweimal, ja, aber einmal war so, wo ich dachte, ach komm, jetzt startest du damit mal.
Es hat nicht lang gehalten. Also ich glaube, es war ein Tag. Dann hab ich, Wow. Und in der Nacht oder nur tagsüber? Die auch, also ein Tag, eine Nacht. Und dann war einfach so, nee, ich halt's nicht aus. Einfach nicht, weil es unangenehm war, sondern weil ich dachte, ich muss jetzt mal kommen. Aber ich kann nicht, ja. Und vielleicht hast du nicht das Mindset dafür dann. Ja, dafür fehlt mir wohl, glaube ich, jegliche... Also es hat mir auch am Ende, glaube ich, gar nicht diesen gewünschten Effekt gebracht. Deswegen würde ich direkt einsteigen mit der Frage, was gibt es dir? Also was empfindest du daran, nicht kommen zu können, weggeschlossen zu sein? Was löst das in dir aus? Das sind, glaube ich, ganz viele Gedanken, die es dazu gibt. Ich glaube, der Hauptgedanke, den du haben musst, ist, dass du einfach Spaß daran hast, irgendwie die ganze Zeit horny zu sein. Das ist immer das Erste, was das auslöst. Und es darf für dich halt nicht so ein Kampf dagegen sein. Also du darfst es nicht als Zwang und unangenehm empfinden. Also klar, es gibt immer das Spiel, dass jemand dir den Schlüssel irgendwie wegnimmt oder so. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du irgendwie sagst, ich habe gesundheitliche Probleme, es tut weh, blablub, dann wird keiner dir den Schlüssel verweigern. Ja. Also du musst dich am Ende, ist es einfach ein Spiel, auf das du dich einlässt, gerade wenn vielleicht jemand den Key auch nimmt, das ist ja am Ende immer der Gedanke dahinter, oder du hast eine große Selbstdisziplin. Aber es ist schon so ein bisschen das Spiel, auf das man sich am Ende ja freiwillig einlässt, sind wir mal ehrlich. Ja. So, also das ist ja nichts, wo gegen deinen Willen entschieden, also immer im Spiel, aber auf Augenhöhe, und man macht das im Zweifel ja auch nur mit einem Gegenüber, dem man vertraut, wo man weiß, wenn irgendwas ist, dann kommt das Ding halt ab. Ob man dann natürlich direkt kommt oder nicht, ist natürlich noch was anderes, aber wenn man jetzt mal das physikalische Gerät nimmt, das an dir ist, dann kommt das halt weg, wenn was ist. Ja. So, also ich glaube, es ist am Ende wirklich der Hauptgedanke ist, A, horny zu sein natürlich und das Spiel damit, und B, dieses sich fallen lassen, also auf jemanden einzugehen oder mit jemandem das zusammen zu machen, der das vielleicht so ein bisschen unter Kontrolle hält, auch im Spiel. Ja. Ist das bei dir auch so? Gibst du deinen Schlüssel ab? Früher häufiger, mal, mittlerweile. Ich bin extrem selbstdiszipliniert tatsächlich. Also ich mache das meistens halt, weil ich einfach Lust drauf habe. Ja. Weil es auch einfach Spaß macht, sich in Vorfreude auf irgendein Wochenende, Eventwochenende halt schon, dass man halt schon horny ist dann zu dem Wochenende und nicht vielleicht am Tag vorher noch gekommen ist. Ja. Also von daher ist es wirklich mittlerweile sehr viel Selbstdisziplin. Ja, ich habe auch so eine fernsteuerbare Schlüsselbox zum Beispiel, wo man das mal wieder ein paar Tage irgendwie mit jemandem dann spielen kann. Ja. Aber so dauerhaft mache ich das aktuell nicht mehr. Nee. Okay. Einfach nur, weil, da kommen wir bestimmt noch zu, es passt halt auch nicht immer im Alltag. Ja. So. Bist du jetzt gerade im Oktober noch mit dabei? Oder, Schande über mein Haupt, nein. Nein, okay. Ich hab den viele Jahre immer mitgemacht oder auch dann länger noch, und ich habe auch schon mal, also tatsächlich, da werden jetzt viele große Augen bekommen, aber ja, ich war auch schon mal ein Jahr tatsächlich komplett am Stück locked. Also unser Producer macht gerade hier ganz große Augen, der funkelt schon förmlich. Also ganz im Sinne von dauerhaft lockt heißt, ich bin nicht gekommen, und der war immer nur alle 2-3 Wochen mal zum Reinigen ab. Ja. Und diese Erfahrung war halt wirklich geil und interessant, aber ich habe halt auch da, wie das habe ich ja schon mal gesagt, ich habe halt irgendwie, der Opa erzählt vom Krieg, ne? Ich habe halt schon alles erlebt. Ich muss das jetzt nicht nochmal ein Jahr machen. Ja, verständlich, aber das ist schon verdammt krass. Ja, das war halt während Covid irgendwie, da hatte man ja nichts zu tun. Und da hatte ich auch Zeit, da war ich nur zu Hause, da ist man nicht gereist. Und dann passt das halt auch, weil sonst passt das halt oftmals im Alltag nicht. Das passt halt auch. Während Covid war ich einfach Dauerhorn. Ich habe jeden Tag... Ja, also ich habe mir dann halt immer anders so ein bisschen Druck abgebaut, im Sinne von mit Toys zu spielen, blablub. Also nicht, dass ich dann gekommen wäre, aber das befriedigt dann ja auch in einer gewissen Form. Und dann wie war der Orgasmus danach? Ich muss das jetzt einfach fragen. Unspektakulär. Also man verlernt das, also... ein ganzes Jahr fieberst du auf diesen einen Moment doch hin, oder nicht? Nein? Guck mal, da merkt man, das Mindset ist anders. Das Mindset ändert sich ja dann irgendwann im Sinne von... dass es sich eher komisch anfühlt, wenn ich kommen würde. Und so war es dann tatsächlich aus. Es fühlt sich sogar eher falsch an. Also das dreht sich so stark, und du musst dann wirklich so 2, 3, 4 Mal kommen in den Tagen danach, bis du irgendwann wieder Lust daran verspürst. Ja. Also das ist schon ganz spannend. Da ändert sich auch im Kopf tatsächlich viel. Man hat dann zwischendurch auch natürlich mal irgendwie Downphasen oder hat dann irgendwann keinen Bock mehr auf den Cage. Da muss man dann halt wirklich durch. In der Zeit hatte auch mein Freund damals tatsächlich einen Schlüssel. Okay. Wenn ich jetzt wirklich richtiges Down hätte, dann hätten wir den natürlich abgemacht, um Gottes Willen. Aber ich habe mich halt dann immer wieder irgendwie motiviert bekommen. Also es ist schon Selbstdisziplin dabei, glaube ich, am Ende. Weil du ja nie ein Gegenüber hast, das so richtig knallhart ohne Gnade ist, sag ich mal. Das geht ja nicht.
Nee, genau, irgendwo ist es ja, wie du schon sagst, am Ende ist es ein Spiel, ne? Ja. Das ist ein Rollenspiel, wo man sich ganz bewusst drauf einlässt. Beide Seiten ja im Endeffekt. Ja. Welches einen definierten Zeitraum ja im besten Fall auch irgendwie hat. Ja. Und welches auch da im besten Fall am Ende mit einer Belohnung für eine oder beide Seiten auskommt. Die Belohnung kann aber zwischendurch auch sein, dass du, wenn du ihn halt die ganze Zeit trägst und vielleicht auch unbefristete Zeit, dass du dann aber, wenn du einen Top hast zum Beispiel, regelmäßig gefickt wirst oder regelmäßig mit dir gespielt wird, blablabla, das ist ja auch auf einer gewissen Form, ich sag mal, motivierend, dass man weiß, am Freitag gibt es Spiel und Spaß oder so oder am Wochenende, weißt du, und das ist befriedigt dann ja auch in einer gewissen Form. Ja, wenn du jetzt natürlich da ein Jahr lang, nur, ich sag mal, links liegen gelassen wirst, dann macht das keinen Spaß. Also du musst beidseitig dich motivieren, in Anführungszeichen, heißt, du musst auch, jetzt klingt das so hart, du musst auch benutzt werden dann. Ja. Okay, das, was er sagt. Nee, sonst ist das auch wirklich irgendwann total frustrierend. Also die Phasen hatte ich auch, dann weiß ich halt im Zweifel, dass ich mich selber bespielen kann, aber das ist nicht das Gleiche. Ja. Gerade wenn du jemanden explizit hast, mit dem du den Schlüssel teilst, dann muss da auch Interaktion in meinen Augen da sein. Sonst frustriert das irgendwann sehr stark. Ja, aber jetzt, ich sag mal, für so einen Zeitraum, wo man sagt, keine Ahnung, man ist ein Wochenende in irgendeinem Playroom, okay. Freitags rein, sonntags raus. Ja. Das heißt, freitags verlässt man die Realität und geht montags wieder zurück ins normale Leben. Da würde ich noch sagen, okay, von Freitag bis Sonntag, das ist ein definierter Zeitraum, das ist in einem definierten Ort, alles cool. Wie ist das im Alltag? In der Realität, im normalen Leben? Man hat ja, also Sport, ich weiß, du bist beim Sport sehr oft, ich nicht, aber da fängt es doch schon an, man fährt Bahn, man bewegt sich, stört das nicht einfach total? Flughafen, also da kommen ja gewisse Situationen einfach im Alltag unweigerlich auf einen zu, wo so etwas störend, nervend, schmerzend war. Das kommt wirklich am Ende ganz stark auf das Modell an, was man halt trägt. Also ich habe jetzt das große Glück, dass ich natürlich einen Bürojob habe, da stört das erstmal per se nicht. Ich beschäftige mich aber auch schon so viele Jahre mit dem Cage, dass ich so viele Modelle, Größen, Formen, Farben, sonst was hatte, Materialien, dass ich irgendwann halt für mich die gefunden habe, die ich halt einfach wirklich 24/7 tragen kann. Beim Schlafen, beim Arbeiten, beim Sport, da ist nichts im Weg. Und dazu zählt der Cage, den ich jetzt gerade hier, für alle, die auf YouTube zugucken, anhabe, der zählt definitiv nicht dazu. Ja. Das geht beim Sport zum Beispiel schlicht nicht. Ja. Oder auch hygienetechnisch ist das halt schwierig, den müsstest du jeden Tag aufmachen. Aber halt klar, diese klassischen Cages, diese kleinen Schellen, die sind halt da deutlich besser für und ich kann den komplett im Alltag tragen. Es gibt keine Situation, wo der bisher gestört hat. Je nach Material kannst du sogar Glück haben, dass es durch die Sicherheitskontrollen durchgeht. Ja. Also ich habe einen aus Plastik und einen aus Titan. Die haben beide, das Schloss ist aus Messing und die leuchten in der Regel bei den Sequenz nicht mal auf tatsächlich. Okay, und krass. wenn das mal passieren würde, was mir noch nie ist. Ich wollte gerade sagen, wie würde man damit umgehen? Also meine Standardantwort wäre tatsächlich immer, ich habe ein Intimpiercing. Da ist ein Metallring unten dran und da guckt dann keiner nach. Weil das halt so klein ist auch auf dem Scanner. Das ist wahr. Und wenn sie nachgucken, wäre ich mittlerweile auch an einem Punkt zu, ne, sonst sie so rangucken. Ja. Oh mein Gott, ich habe da eine unfassbar lustige Story zu. Ich muss gerade mal ganz kurz reingrätschen. Wir müssen einmal, stopp, wir haben die ersten Minuten schon, wir haben noch gar nicht angestoßen auf die Folge. Oh Gott, ihr werdet gleich so lachen. Auch unser Producer, der jetzt gerade schon mit Grinsen hinter der Kamera sitzt. Also, zum Thema leuchtet nicht auf und auch das Thema, für mich ist es ja, wenn ich ihn mal länger trage, also für mich ist länger auch mal 1-2 Wochen, dann verschmilzt es so stark mit dem Alltag, dass es mich nicht stört und ich den auch nicht wahrnehme und auch nicht mehr drüber nachdenke, wenn ich irgendwo damit hingehe. Heißt, ich habe den Schlüssel zu Hause liegen, ich habe ihn einfach halt dann dran, den Cage, Punkt. Ja. Naja, ich war irgendwann mal beim Allgemeinmediziner und habe meine Blutwerte durchchecken lassen. Erstmal nichts, wo man groß weiter über irgendwas nachdenken muss. Ja. Auf jeden Fall haben die Blut abgenommen, blablub, und dann meinte er zu mir, mein Arzt, ey, ne, du bist jetzt Anfang 30, die Krankenkasse zahlt alle paar Jahre mal so einen generellen körperlichen Check-up. Also Lunge, blablub. Wollen wir das machen heute? Ich so, ja, alles gut, kein Thema. Er hatte nur gesagt, Lunge abtasten und so ein bisschen Atem, blablub. Und und irgendwann war er mit Lunge abtasten, mit Herz abhören, Blut abnehmen fertig und sagt irgendwann, naja gut, wie wär's denn mit, also Hodenkrebsrisiko müssen wir auch noch angucken. Ich stockte. Dann ist mir eingefallen, ich habe einen Cage dran. Oh nein. Mein Arzt ist auch schwul, kein Thema. Ja. Aber trotzdem, in dem Moment, ich glaube, ich bin hochrot angelaufen. Dann habe ich ich bin ja sonst immer sehr redegewandt. Ja. Ich habe vor mich hingestammelt und habe gesagt, nee, also das können wir nächstes Mal gerne kontrollieren mit den Hoden. Und der hat dann drauf gepocht, dass ich jetzt meine scheiß Hose runterziehe. Nein. Und ich mich doch nicht so anstellen soll. Und ich so, doch, da ist was. Und er so, ja, was ist denn da? Ich so, ja, so ein Spielzeug.
Ende vom Lied war, ich habe die Hose runtergezogen, der guckt sich das kurz an, tastet meine Eier ab und meint, das sieht ja interessant aus. Was ist denn das? Oh nein, ich wäre im Boden versunken. Bist du bei dem Arzt versunken? Noch? Ja. Du bist da noch Patient. Natürlich. Oh Gott. Ich wäre nie wieder in diese Praxis gegangen. Ich wäre fast gestorben. Ja, das war das Erlebnis meines Lebens mit einem Cage. Ansonsten die ersten Mal am Flughafen Blut und Wasser geschwitzt. Ja. Ich glaube, ich wäre allein schon deswegen rausgezogen worden, weil ich mich so unnatürlich verhalten habe. Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist tatsächlich nie aufgeleuchtet. Ja. Also ich komme da auf den Cage drauf an. Ne? Wenn du jetzt die klassischen Edelstahl-Metallschellen, die werden definitiv aufleuchten. Ja. Bei Plastik und Titan, wenn nur das Schloss aus Messing ist, obviously not. Ja. Also ich habe jetzt schon ein paar Länder durchprobiert mit Flughafen und verschiedenen Scannertypen. Das würde ich mich nicht trauen. Das war auch echt eine Überwindung das erste Mal. Ja. Und wo es mir auch immer wieder dann auffällt, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ich einen Cage dann habe, ist bei so Konzerten. Dann stehst du plötzlich vor der Konzerthalle und denkst du so, fuck. Da ist ja mittlerweile ja auch immer schon. Ja, die leuchten dich ja teilweise sogar mit diesen Dingern an der Hand ab, genau. mit diesen Kellen, wo sie ja wirklich gefährlich hoch bis in den Schritt kommen. Ja. Und da habe ich letztes Mal auch Blut und Wasser geschwitzt, weil der Schlüssel war zu Hause, ich war schon in der Bahn, ich hatte keine Zeit mehr. Ja. Augen zu und durch. Schwierig. Vielleicht da draußen an euch die Frage, habt ihr schon mal Situationen erlebt, die irgendwie in die Richtung gehen? Schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare, weil das ist ja schon richtig spannend. Da gibt es bestimmt lustige Geschichten. Ich glaube auch, da gibt es sehr lustige Geschichten. Also immer her damit. Gerne auch in die Kommentare bei Instagram, da können sich andere auch drüber unterhalten oder das auch direkt sehen, damit wir es nicht direkt... Aber auch beim Konzert, da kamst du einfach dann rein. Also das ist dir nicht aufgefallen, ne? Ja, ist mir nie aufgefallen. Konzert, keine Ahnung, überall, wo halt mittlerweile Scanner sind, das kann ja, keine Ahnung, vor Gericht sein, blablub. Ja. Nie also ich hatte, wie gesagt, immer ein gutes Händchen für das Material der Cages und wusste auch, wo was geht und was nicht geht, aber Restrisiko ist natürlich immer. Ja. Das ist aber wiederum auch wieder geil, weil das ja das Spiel mit dem Feuer so ein bisschen ist. Irgendwie ja. Also da gibt es auch genügende, die es halt auch drauf anlegen im Zweifel. Ja. Und das für die dann wiederum Brainfuck ist und es die halt horny macht. Bitter ist halt, wenn du jetzt einen Job hast, wo du halt ganz viel irgendwie mit Scannern zu tun hast oder ständig gescannt wirst. Wenn du am Flughafen arbeitest, Polizist bist, blablub. Ja. Ich glaube, für die wird das wirklich schwierig, sowas dauerhaft zu tragen. Also wenn uns irgendwelche Polizisten oder Flughafenmitarbeiter, Flugbegleiter, Piloten, was auch immer folgen, habt ihr auch Cages an? Oder wahrscheinlich auch Jobs mit viel Bewegung. Weiß nicht, kann das bei mir jetzt nicht zum Beispiel. Also mit den Schellen... Ja. Ich kann die dauerhaft du hast tragen. Ja noch so ein paar Modelle ja schon mal hingelegt. Ja, da kommen wir nachher noch zur Verkaufsberatung. Gut. Verkaufsberatung kommt noch. Ja. Ja, also wenn ihr so einen Job habt, wo das schwierig ist, wie macht ihr das denn? Macht ihr den jeden Tag ab? Also das verliert ja so ein bisschen die Magie. Also ich finde, das Mindset und der Brainfuck entsteht erst, wenn du ihn ein paar Tage am Stück dran hast und wirklich morgens auch damit aufwachst und das Ding halt einfach da ist. Ja. Und du halt deine Morgenlatte hast und irgendwie horny bist und denkst, scheiße. Und nur? Oder abends, wenn du irgendwie dann Kopf frei hast, im Bett liegst und nicht einschlafen kannst, weil du halt todesgeil bist. Ja. Also da hatte ich es auch schon erlebt, zum Beispiel nach ein paar Wochen, dass ich einfach nicht einschlafen konnte, weil ich so geil war. Und dann habe ich 1, 2, 3 Mal geschafft, da war ich so horny, dass ich im Bett lag und Kopfkino hatte und dann im Cage nur vom Kopfkino gekommen bin. Ja, krass. Eine Riesensauerei ich habe den nicht mal angefasst. Krass. Ja, richtig wild. Oder auch beim Schlafen teilweise, nach ein paar Wochen, die Prostata oder die Eier wollen einfach irgendwann leer werden, dass ich wirklich irgendwann dann nachts einfach gekommen bin. Ich hatte wirklich einen Traum, also ich hatte in dem Traum ein sexuelles Erlebnis und bin im Traum gekommen und bin aufgewacht und bin gekommen und es war eine Riesensauerei. Auch spannend. Ja. Das ist eine ganz neue Ebene, die kenne ich so gar nicht. Ganz wild. Ja. Also wenn du wirklich exakt zum gleichen Zeitpunkt im Traum kommst und dann aufwachst und am Kommen bist, das ist ganz wild. Okay, und auch ganz widerlich. Glaube ich. Ich glaube, man fühlt sich da ganz komisch. Ja, das kann ich verstehen. Aber das macht was mit einem. Also deswegen finde ich das auch so spannend, das Thema. Ich habe da schon die geilsten Sexerlebnisse hatte ich lockt. So, weil es halt einfach immer intensiver ist, wenn du dich dann auf den Sex konzentrierst. Ja. Oder auf die Person gegenüber oder auf deinen, wenn du jetzt Bottom bist, so wie ich, dann halt auf deine anderen Körperöffnungen. Ja. Also es lenkt die Aufmerksamkeit, sage ich mal, auch woanders hin. Glaube ich total, ja. Weißt du eigentlich, woher es oder was es mit dem Locktober auf sich hat, woher das kommt? Also woher das kommt tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es so ein Twitter, damals noch Tumblr-Internet-Phänomen ist, von der Community so ein bisschen. Wer sich den Namen ausgedacht hat, keine Ahnung. Aber solange ich das jetzt mache, seit 12 Jahren oder dabei bin, solange kenne ich den Locktober. Und es löst immer einen totalen Hype aus. Wollte ich gerade sagen, weil man sieht ja viele tatsächlich auch gerade in Instagram oder so, in den Stories, wer mit dabei ist. Ja. Ich finde das total großartig, ehrlich gesagt.
ist auch immer ganz lustig. Und es gibt dann nachher noch den November. Ja. Den hat man ja noch irgendwann neu erfunden, dann gefühlt im Nachgang. Ja. Aber der Oktober ist halt tatsächlich the one and only. Das Original. Das Original. Ich glaube aber auch in der freien Welt, sage ich mal, kennt das keiner. Also in der freien Welt, glaube ich, würde man nur mit dem Begriff Keuschheitsgürtel was anfangen können. Ja. Und dann hast du halt eher die Reaktion von der Antike irgendwie gefühlt. Da hat man ja irgendwie so ein Bild vor Augen, so ein altes Eisenkonstrukt, blablub, die holde Maid. Oh Gott. Ja. Ja, also das gibt's ja in viel moderner mittlerweile. Ja, genau, Thema Modelle. Also du hast ja mehrere Modelle. Ja. Hast deine Favoriten. Ja. Wenn ich jetzt, ich sag mal, Neuling bin und mich interessiert ist, vielleicht brennend das Thema, wo finde ich denn überhaupt Auswahl? Also wie komme ich da ran? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Die Frage habe ich schon wirklich sehr oft beantwortet. Ich bin froh, dass ich sie jetzt hier einmal für die Ewigkeit beantworten kann. Also es ist schwierig, da einen Einstieg zu finden, in Anführungszeichen. Das Problem ist, jeder Schwanz, jeder Körper ist komplett unterschiedlich. Ja. Da jetzt ganz plumpen Tipp zu geben, ist schwierig, weil jeder unterschiedliche Größen braucht. Du hast ja einen Ring, der quasi um die Hoden ist, wie so ein Cockring, der das ganze Bums hält. Da ist jeder unterschiedlich im Durchmesser. Also am Ende ist es leider Gottes viel Try and Error. Ja. Das ist so. Und deswegen macht es auch total Sinn, erstmal mit irgendwas Günstigen anzufangen. Einfach nur, um mal zu sehen, ist es was für mich? Wie sind die Größen? Ja. Brauche ich einen Cockring mit 50 mm oder mit 45 oder was auch immer? So, dann gibt es dann noch die Breite quasi vom Durchmesser, wo der Schwanz drin ist. Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, wie dick das ist. Ja. Von daher, so ungern ich es auch empfehle, aber da hilft ein No-Name-Produkt von irgendwie Amazon des Vertrauens, keine Ahnung. Es gibt von dem Hersteller King 3D, die haben wir den Cobra, so heißt das, ein 3D-Drucker-Cage, gibt es viele Nachbauten halt auf Amazon. Ja. Die halten nicht lange. Aber sind zum Ausprobieren wahrscheinlich gut. Ich finde, ich habe schon so oft mitbekommen in meinem Umfeld, dass die auseinandergebrochen sind nach irgendwie ein paar Wochen oder dass irgendwie das Schloss rausgebrochen ist, blablub, blablub. Nichtsdestotrotz ist das halt einfach mal für ein paar Tage zum Testen oder auch mal ein paar verschiedene Ringgrößen zu bestellen. Ja. Einfach mal ein erster Versuch. Ja, okay, dass spannend. Das nicht das für die Ewigkeit ist, wenn man das wirklich konsequent machen möchte. Vieles ist ja auch nur was zum Spielen, mal für ein Wochenende, da kann das auch reichen. Ja. So, aber wenn man das jetzt so konsequent wie ich dann auch mal ein Jahr lang macht, da geht das halt nicht. Ja. So, da macht das halt einfach keinen Spaß, so ist irgendwo drückt, was nicht perfekt passt. Da bist du dann halt eher in der Schiene zu sagen, entweder ich habe Glück und passe in den Standardmaß von irgendwie zum Beispiel King 3D beim Cobra, die haben ja ganz viele verschiedene Größen, wird dann aber halt auch im Zweifel teuer. Ja. Weil es halt irgendwie 3D-Druck ist und aus Amerika rüber geschifft wird. Oder du nimmst halt noch mehr Geld in die Hand und lässt dir halt dann wirklich aus Metall einen komplett Custom machen. Also ich sag mal wirklich auf Maß. Wirklich? Okay, krass. Also für alle, die zugucken, hier rechts neben mir liegen auch zwei meiner Cages noch. Einmal der King 3D, ein relativ süßer kleiner aus dem 3D-Drucker. Und der daneben ist halt so das Nonplusultra-Modell. Das ist ein Custom-Made aus Titan. Der ist Custom-Made? Ja. Den gibt es so nicht von der Stange. Das Ding ist einzigartig in Deutschland in der Größe. Der ist nur für mich gemacht und auch da habe ich mich tatsächlich über Jahre mit dem einen Hersteller, Steelworks heißen die, sitzen in Deutschland, habe ich oft bestellt und habe mich immer weiter an meine perfekte Größe rangerobbt. Man hat dann halt irgendwann eine Sammlung zu Hause und das ist teuer. Aber wenn man es halt wirklich konsequent machen will und den auch mal länger also den Cage, den kann ich 2 Wochen am Stück tragen. Ohne den abzunehmen, ohne eine Sekunde abzunehmen. Also das. Wie ist das jetzt da immer nochmal so reingehakt? Ist jemand jetzt völlig fasziniert gerade. Ich habe Fragen, ich habe wirklich Fragen. Also gerade diese Story mit, dass du wirklich ein Jahr, das wusste ich auch so, glaube ich, von dir noch gar nicht. Das wissen auch nicht viele. Das löst für diese Folge gerade ganz neue Fragen aus. Oh nein, wie schlimm aber auch. Wie ist das in diesem Jahr mit, also allein schon Hygiene, auf Klo gehen und so weiter und so, wie? Also, der ist ja aus Titan, das heißt, der ist schon mal maximal hygienisch, das ist auch medizinisches Titan. Der hat vorne, für die zugucken, das ist kein geschlossener Cage, die sind nämlich wirklich sehr unhygienisch, die vorne wirklich komplett nur einen kleinen Schlitz haben zum Rauspinkeln, sondern der hat halt Streben und damit lüftet das, sage ich mal, ein bisschen aus und damit kommst du halt auch beim Reinigen in der Dusche relativ gut ran. Du kannst die Vorhaut ein bisschen zurückziehen, kannst es ausduschen, kannst mit Wasserstrahl einfach reinstrahlen. Ja. Ich mache den wirklich nur alle 2 Wochen ab, um mal wirklich Grundreinigung zu machen. Ja. Und dann gibt es bei den Cages halt vorne entweder einen Schlitz zum Rauspinkeln, das ist bei den Plastik-Cages meistens so. Ja. Da musst du halt dann schon
die Harnröhre richtig platzieren, damit es kein Gießkannenpinkeln wird. Ich wollte gerade sagen, wenn man da, also am Pissoir bist du ja sonst verloren damit. Ja, oftmals tatsächlich, ja. Ja. Also du hast da wirklich Glück und positionierst und bewegst dich keinen Millimeter beim Pinkeln. Ja, gut, aber. Dann gibt es halt noch Cages, die, und jetzt wirst du gleich noch schlimmer gucken, gibt es halt auch Cages, die halt noch so einen kleinen Plug in die Harnröhre haben, durch den man durchpinkeln kann. Ja, ich sehe das schon, ne? Ich habe das schon gesehen und mein Fragezeichen wurde größer. Sind doch alle pervers hier. Ja, der Fetisch ist pervers. Nein, Ekelhaft. ist es nicht. Ja, tatsächlich ist das die Variante, Ja. die ich dauerhaft perfekt tragen kann. Viele andere nicht. Aber ich fass Ja, fass ruhig an, den kann ich ja wieder sauber geht machen ja danach. verdammt weit rein. Also. Ja, der Harnröhrenplug ist länger als der Cage, als der Cockring. Hat den Vorteil, man kann halt gezielt durchpinkeln. Das heißt, ich kann das selbst, wenn ich auf Partys bin in Berlin, stehe ich damit am Pissoir mittlerweile. Weil man halt für die Toiletten ewig anstehen müsste. Der Blick von dir, ich habe Alex noch nie sprachlos erlebt. Schön, dass du auch mal still bist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber Für mich, das Lustige ist, für mich ist das ja schon wieder total normal. Aber ich weiß, für andere, die das erste Mal in die Hand nehmen, ist das, glaube ich, verstörend. wie führst du dir das ein? Mit Vaseline. Also das Okay. tut sonst wirklich weh. Ja. Und man muss auch dazu sagen, das ist so, wie alle Körperöffnungen, die man irgendwie dehnen kann. Übung. Das tat die ersten Male höllisch weh. Wirklich. Und hat auch mal geblutet, blablub. Das ist wirklich Gewohnheit. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Also auch da der Appell an euch, wenn ihr euch einen Cage mit Harnröhrenplug kauft euch da bitte auf gar keinen Fall einen billigen. Ich habe mir da schon mal die Harnröhre mit doll Aua gemacht, weil die billigen haben irgendwelche Scharfkanten, die gehen zu lang rein, die sind zu unflexibel oder zu flexibel. Das tut höllisch weh. Okay. Also wenn es mit Harnröhrenplug ist, dann bitte was Gescheites. Ja. Oder am besten gleich die Finger davon lassen. Also da muss man sich wirklich langsam rantasten. Ja, okay. Aber um nochmal auf das Thema Hygiene zurückzukommen, Ja. die Kombination aus, es ist ein Metallcage, es hat einen Harnröhrenplug, ich kann sauber damit pinkeln, ich mache ihn alle 2 Wochen zur Grundreinigung ab und es hat vorne halt Streben, das heißt, ich komme beim Duschen einfach mit dem Strahl einfach Wasser rein. dazwischen. Ja. Ist komplett clean. Und ich dusche halt auch wirklich einmal am Tag. Also Ja, okay. du musst halt Ja. wirklich einmal am Tag dich duschen oder zu reinigen, weil Ja. wenn du das 2 Tage nicht sauber machst, ist das auch eklig. Genau. Ganz spannend. Jetzt sind die ja wirklich auch sehr kompakt. Ja. Also die sind ja wirklich sehr klein. Das heißt, da wird ja alles, ich sag mal, maximal gestaucht. Ja. Bleiben da irgendwie, in Anführungsstrichen, bleibende Schäden? Stimmt, die Frage habe ich mir im Voraus gar nicht überlegt. Die kommt aber von so vielen immer. Also jetzt so medizinisch frage ich Wird mich das sofort. kleiner mit der Zeit? Ja, weil also ich würde jetzt nicht sehen, wie mein Schwanz da reinpasst. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe einen großen. Also ich komme noch mal rein. Ich würde jetzt nicht sehen, wie... Schnitt! Nein, kein Schnitt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mir das jetzt hier anlegen, würde ich sagen, das passt nicht. Du würdest vor allen Dingen sofort wahrscheinlich hart werden. Du könntest den gar nicht einfach Richtig, so direkt auch anlegen. das ich würde stelle mich da passieren. einfach hin, plupp drin. Für Ja. mich ist das Standard. Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen, jeder ist ja körperlich ganz individuell ausgestattet. Ja. Das Bestreben bei den ganzen Keuschheitsboys ist natürlich immer umso kleiner, umso geiler irgendwie. Also das habe ich ganz oft wahrgenommen, schon den Vibe. Und die Fragen kommen auch ganz oft so, wie lange dauert es bei mir, bis ich so einen kleinen Cage tragen kann wie du? Du Okay. weißt ja nicht, wie oft ich Ja. diese Frage schon gestellt bekommen habe. Also es ist irgendwie so ein Idealbild quasi von einem keuschen Boy ist halt, dass das ein Mini-Cage ist. Da muss ich euch leider vom hohen Ross abholen, das geht nicht bei jedem. Es gibt einfach Menschen, die haben, und ich spreche es jetzt mal einfach so explizit deutlich aus, einen fetten Schwanz. Oder auch einen dicken Schwanz. Und Ja. da wird es halt einfach kein Mini-Cage funktionieren. Ja. Das wird wehtun, das wird blau werden, das wird einfach nicht reinpassen. Das kommt einfach ganz stark darauf an, wie man halt ausgestattet ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, man kann sich das auch anüben und antrainieren. Der Cage muss halt perfekt passen mit den Durchmessern, Ringen, blablub. Dann kann man auch in der Länge tatsächlich mit auf Dauer ein bisschen kürzer werden. Was ich allerdings definitiv nicht wahrgenommen habe in den letzten 12 Jahren, ist, dass mein Schwanz kleiner geworden wäre. Okay. Also tatsächlich, wenn du den jetzt mal ein Jahr lang trägst, dann ist bei den ersten Erektionen danach irgendwie der nicht so groß wie üblich, weil das halt nicht mehr gewohnt ist. Aber wenn du da jetzt mal eine Woche oder 2 wartest, dann
ist das alles wieder so, wie es war. Also es kommt wieder zurück. Ja, wie wenn es das soll. wieder Okay. übliche Erektion hat, sage ich mal, dann kommt das wieder. Wie das im Alter mal irgendwann ist mir eigentlich auch egal. Wir sind ja ein paar Jahre Zeit. Ja, du. Und wir leben im Hier und Jetzt. Ja, wir leben im Hier und Jetzt. Ja, und das ist am Ende des Tages ja auch, man macht das ja, weil man daran Spaß hat. Ja. Und ob der Schwanz dann jetzt noch irgendwann mal kleiner davon ist oder nicht im Alter, dann brauche ich nicht mehr. Ja. Vielleicht auch da, wie sind eure Erfahrungen damit? Das würde mich jetzt persönlich einfach total brennend interessieren. Was für Modelle tragt ihr? Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht in Bezug auf Größe, Erektion und auch das Gefühl des Horny-Seins wahrscheinlich auch? Das verändert sich doch bestimmt auch, oder? Also Es gibt so also mein Gefühl, so nach einer Woche gibt es so einen richtig, richtig üblen Punkt ungefähr. Also da, gerade wenn du dann irgendwie vielleicht auch noch sexuelle Aktionen dazwischen hattest, da bin ich immer wirklich vom nicht aushaltbaren Bereich dann. Ja. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, wenn du drüber bist, wo sich das so auf so einem Normallevel dann wieder einpendelt. Und Ja. dann geht es auch länger. Aber den muss man halt, es gibt so einen Punkt, den muss man einfach aushalten. ganz doofer Vergleich, ich habe mal versucht, keine Schokolade zu essen. Nach einer Woche war ich wäre fast amok gelaufen und nach 2 Wochen war wieder alles in Ordnung. Ja. Also es ist jetzt wahrscheinlich ein ganz doofer Nee, aber Vergleich. vielleicht, am Ende vielleicht funktioniert der Körper so. Ich kann es medizinisch kann ich das jetzt nicht unbedingt beschreiben. Ja. Da fehlt mir das Studium dazu, aber Ja. ich glaube schon, dass es da irgendwie so einen Punkt gibt, den man einfach überschreiten muss, wie mit allen, auch wenn man das Rauchen aufhört zum Beispiel. Ja, genau, es ist ja am Ende, da jetzt von Sucht zu sprechen. Nee, aber, man ist ja addicted, sag ich mal, so Genau, ein bisschen dazu und auch horny ist eine Addiction, horny zu sein. Also vielleicht am Ende funktioniert der Körper da einfach immer gleich. Jetzt zu dem Spiel dahinter, also im Sinne von Schlüssel abgeben, irgendwie einen Master haben, der die Kontrolle über einen hat. Das ist ja auch etwas, was im Kopf ganz, ganz viel auslöst. Was genau ist jetzt wohl, ja gut, ich habe es angesprochen, Kontrolle abgeben, ja, das ist ein Gefühl von Kontrollverlust, Kontrollabgabe, sich hingeben. Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel gar keinen Keyholder habe, also einen Menschen, der mir den Schlüssel abnimmt? Was es ganz oft gibt in der Szene, weil... Oder wo finde ich solche Menschen? Also gerade wenn ich vielleicht auf dem Dorf wohne oder so, dann kann ich nicht vor die Tür treten und sagen, hallo, wollen Sie den Schlüssel haben? Also ich muss, genau, bevor ich es vergesse, das wollte ich vorhin schon erwähnen, habe ich vergessen zwischendurch, Thema roter Faden. Es gibt tatsächlich ein Forum, das ich irgendwann mal entdeckt habe, vor vielen, vielen Jahren, wo sich wirklich Menschen, aber auch Hetero-Menschen über das Thema Keuschheit austauschen, wo ich auch schon ganz viele Cages verkauft habe, im Sinne von, ich habe ja schon ganz viele gehabt und habe Try and Error gemacht. Das ist das kgforum.org, glaube ich, heißt die Domain. Ach, okay. Super uraltes Forum, aber da hat man halt ein bisschen Gleichgesinnt in allen Altersklassen. Da wird man jetzt aber in unserer Fetisch-Gay-Szene, glaube ich, nicht den Keyholder finden. Ne? Den würde man wirklich eher im Umfeld finden, ne? Oder halt, wo ich auch schon ganz viel Kontakt dazu hatte zu dem Thema, ist halt auf Twitter ehemals oder auf X jetzt. Früher auf Tumblr war ich auch aktiv, weil ich da halt immer aktiv auch gepostet habe. Und da findet man auch mal immer Austausch zu. Was ich aber auch sagen kann, ist, es gibt definitiv mehr Keuschlinge als Keyholder. Ja, willkommen in dieser Welt. Von daher, gerade weil man halt jetzt im heutigen Internet dann oftmals auch jemanden findet, der jetzt nicht gerade um die Ecke wohnt, der ihm die Keys abnehmen kann und wenn dann mal ein Emergency ist, den auch schnell vorbeibringen kann, finde ich, gibt es auch mittlerweile ganz coole andere Optionen und zwar gibt es fernsteuerbare Schlüsselboxen, wird ganz oft für Airbnbs verwendet, mir fällt gerade der Name nicht ein, ich habe Amazon neulich gekauft und die kann man halt über eine App einrichten, ne? Das macht dann im Zweifel halt das Gegenüber, legt ein Passwort fest, einen Account, blablabla. Und dann kriegst du als der das Ding dann zu Hause hat mit einem Schlüssel drin, kriegst du halt nur einen Zugang, so einen Gastzugang und dann kann derjenige aufs Knöpfchen seiner App von entfernt, wo auch immer auf der Welt drücken und du kannst es remote aufmachen. Ich höre gerade Masterlock. Masterlock aus der Regie. Hat die Regie uns gerade nochmal auf den Bildschirm gehauen hier. Es ist das Masterlock. Kann ich nur empfehlen, ist einmalig eine Investition von 130 € ungefähr, funktioniert aber ziemlich gut mit der App. Habe ich auch zu Hause liegen, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal Spaß mit, weil dann hast du zwar den Key bei dir und vielleicht den Keyholder auch nicht um die Ecke wohnend, hast aber trotzdem einfach mal den Brainfuck für irgendwie eine Woche oder wie lange auch immer. Ja, und man kommt nicht dran. Ja. Also, wenn du das Ding irgendwie vielleicht irgendwo mit einem Bulldozer drüber fährst oder mit einem Presslufthammer, aber ansonsten sind die schon sehr stabil, die Dinger. Da musst du schon echt mit dem Hammer drauf rumschlagen und halt bewusst 130 € kaputt machen. Spannend. Ja. Das ist eine ganz neue Welt für mich hier heute, ja, was ich hier es entdecke. gibt Mittel und Wege in diesem Internet. Ja, diese verrückten Welten des WWW. Und weißt du, was noch verrückter ist? Diese unendlichen Weiten von Fetisch.
Ja, so. Wieder eine ganz neue Seite heute. Sind ja erst bei Folge 6 mittlerweile angelangt. Ja. Aber was wir jetzt schon, wo wir drüber gestolpert sind ich mittlerweile. Ich habe schon vieles gelernt. Ich bin gespannt auf das, was noch kommt. Für so eine Therapiesitzung hier. Ich gucke aber, du hast tatsächlich, wir haben immer zu jeder Show, zu jeder Podcast-Folge haben wir immer so ein kleines Showskript, deswegen schiele ich da gerade mal so ein bisschen drauf. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Genau, du hast da vorhin was reingehackt, weil ich meinte auch, ja, mach mal, ich bin da ja aus diesem Thema raus. Du hattest schon gesagt, genau, Unterschiede Schelle und Voll-KG. Ja. Du hast es auch schon, du präsentierst es ja gerade auch, du hast es irgendwie auch schon einmal angerissen. Vielleicht mal kurz zusammengefasst, was genau sind denn deine Unterschiede dazwischen? Ja. Wofür ziehst du was an? Das klingt jetzt nach einer Modeberatung, finde ich super. Aber also, es ist ja am Ende ist es so. Also es gibt tatsächlich sogar 4 Optionen. Ich habe eine noch vergessen, und zwar die PA-Fixierung. PA ist Prinz Albert, also einen schönen Ring hier im Gemächt. Also Option 1, Voll-KG, ist halt wirklich das, was ich jetzt auch gerade anhabe hier. Die Variante, wenn der auf den Körper angepasst ist, wo du wirklich gar keine Chance hast, dran zu kommen. Ja. Also wirklich Zerro. Was du halt immer machen kannst, ist, dass du durch äußere Einflüsse mit so einem Vibrationsmassagestab zum Beispiel den dran hältst, dann kommst du halt auch, aber kriegst den Catch halt nicht ab. Ja. So ist dann noch frustrierender. Ja. Und dann hast du halt gecheatet im Zweifel. Genau, dann gibt es halt, also da gibt es einige Hersteller. Ich habe jetzt einen von Carrara, das ist so ein bisschen der Platzhirsch, sag ich mal, auf dem Markt. Da musst du auch immer angepasst bestellen, also die gibt es nur auf dich angepasst, die gibt es nicht von der Stange. Dann gibt es bei den Schellen halt auch ganz viele Custom-Hersteller, viele im Ausland. Aus Deutschland kenne ich persönlich jetzt nur, und auch da kann ich immer nur das erzählen, was ich halt Erfahrungen habe. Auch bei der Rubber-Folge übrigens, was keine Werbungsfolge war, sondern wir haben halt unsere Erfahrungen geteilt, das mache ich jetzt hier genauso. Da kenne ich halt Steelworks, den lieben Dietmar, falls ihr das hören solltet, liebe Grüße, mit dem hatte ich schon sehr viel Kontakt in meinem Leben in den letzten 10 Jahren, die halt auch auf Maß machen und dann halt entweder aus Edelstahl oder aus Titan. Das sind halt klassische Schellen, das heißt, du hast halt einen Cockring und hast halt oben drauf ein Cage-Teil, das du halt dann mit einem Schlüssel zusammen verschließt. Ja. Und da gibt es dann halt noch die 2 Erweiterungen, entweder mit einem Harnröhren-Plug, damit du den Schwanz nicht einfach rausziehen kannst bei der Schelle, weil sonst kannst du einfach zurückziehen. Ja, bei der Plastikschelle hier, die ich in der Hand habe, kannst du einfach einen Schwanz rausziehen nach hinten. Da ist ja nichts, was den hält. So, das macht das Spiel halt so ein bisschen kaputt oder den Brainfuck. Genau, dann hast du entweder halt einen Harnröhren-Plug, damit kannst du geil pinkeln, wenn du dich daran gewöhnt hast und deine Harnröhre das zulässt. Und du kannst ihn halt nicht zurückziehen ohne Schmerzen. Das macht man nicht freiwillig. Okay. Oder du hast halt zufälligerweise schon einen Prinz Albert. Dann gibt es halt noch Varianten, wo du halt im Cage vorne halt noch so eine Fixierung hast, die durch das Loch im Schwanz durchgefädelt wird, was ich persönlich irgendwie widerlich finde, den Gedanken. Oh, das finde ich ganz weird. Aber der Gedanke daran ist halt einfach geil, weil dann kannst du ihn wirklich gar nicht zurückziehen. Also wirklich gar keine Chance, weil der halt im Schwanz hängt, der Cage. In der PA-Fixierung. Also das ist halt das Nonplusultra für viele. Ja. Und ich kenne auch tatsächlich ein paar Leute in meinem Umfeld, die haben sich körperlich verändern lassen. Die haben sich beschneiden lassen, die haben sich ein PA gemacht, nur damit sie im Endziel einen Cage tragen können mit einer PA-Fixierung. Für den kompletten Brainfuck zu sagen, ich komme aus diesem Ding nicht raus. Okay, so PA, das könnte auch nochmal eine Folge übrigens werden. Da hätte ich auch jetzt schon wieder ganz viele Fragen, aber ja. Meldet euch bitte mit PA, ich habe da keine Ahnung von. Ja, da könnten wir einen schönen Talkgast hier einladen. Ja, bitte also, melde dich, Julia Leischek, dank dir. Wer da Interesse hat und Lust hat, hier vor der Kamera gemeinsam mit uns zu sitzen, vorzugsweise aus Norddeutschland, einfach weil und den PA zu zeigen, nein, das geht ja leider nicht. Nee, zeigen gar nicht. Also vielleicht gucken wir uns das einmal an aus medizinischen Gründen, ne? Wir sind ja investigative Reporter. Ja, das stimmt. Also wir würden uns das einmal anschauen, aber tatsächlich, wenn ihr da Interesse habt, gebt gerne mal Bescheid, schickt uns mal eine PN, weil ich glaube, das könnte definitiv ein Thema für eine Folge werden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder eine Folge mit vielen Themen, wo PA auch mit vorkommt. Ja. Es gibt ja viele kleine Themen, wo man auch mischen kann. Definitiv. Wo wir zurückkommen zu den Cages, ja, das wären die 4 Optionen. Also rein von den Formen und von den Sicherungsmechanismen würde ich mal sagen. Ja. Jedes für sich selber interessant, jedes bedingt die eine oder andere körperliche Veränderung oder halt, dass man mit dem Harnröhrenplug zum Beispiel sich halt erstmal übt mit Sounding, heißt das ja. Also wenn man sich in die Harnröhre Sachen reinschiebt, das kann auch mal wehtun. Ja. Also da muss man auf seinen Körper ein bisschen hören. Genau. Und dann gibt es halt noch verschiedene Materialien, hatten wir auch schon angeschnitten.
Ich habe jetzt einen aus Edelstahl, das ist der Voll KG, den werde ich definitiv niemals am Flughafen anziehen. Ja. Der ist, um auf deine Frage vorhin zurückzukommen, auch eher mal für Events. Also ich finde, ich kann den nicht dauerhaft ewig tragen, so mal 2 Tage geht, aber dann ist auch hier oben an der Lende oder hier an den Hüftknochen irgendwann Aua. Ja. Der ist auch einfach schwer und mächtig und der sitzt halt auch knackeng. Ja. So, der ist auch bewegungstechnisch beim Sport blöd. Von daher, den kann man mal, der ist richtig geil für Events. Für so Spielwochenenden ist das der Hammer. Und das sieht doch einfach geil aus. Genau, wollte ich sagen, es ist ja eher auch ein optisch, oder der ist bewusst darauf ausgelegt, dass er auffällt. Ja, genau. Der ist nicht so diskret oder so. Im Endeffekt macht man damit ja auch gleich automatisch Werbung für Carrara. Ja. Liebe Grüße. Guten Mythos auch tatsächlich, weil die Dinge sind echt gut verarbeitet. Also es sind echt top, die Dinger. Ich würde ihn auch niemals mehr hergeben, auch wenn ich ihn nicht dauerhaft trage. Aber ich nehme ihn regelmäßig zu Events mit, wo ich ihn einfach mal für einen Abend oder so trage. Ja. Die anderen Cages, die Schellen sind wirklich eher für 24/7 geeignet, wenn man da die perfekte Größe gefunden hat und das Material, was zu einem passt. Also im Zweifel, wie gesagt, hier Plastik aus dem 3D-Drucker. Ich habe Titan noch sehr lieben gelernt, was 40% leichter ist als Edelstahl. Also dir zieht es die Schelle halt einfach nicht so runter. Ja. Weil Edelstahl, wenn du nichts hast, was dich fixiert, hängt die halt einfach weit unten und dann fällt der Schwanz im Zweifel raus. Ja. Weil so schwer ist das Ding. Und aus der Regie haben wir noch gehört, dass es auch noch Harz gibt. Das sind, glaube ich, die... Ach, wie hießen denn die? Holy Trainer hatte ich auch lange Zeit. Die sind aus Harz irgendwie, aus Kunstharz oder Echtharz, was auch immer, geformt. Die sind ganz angenehm, weil die Körperwärme aufnehmen und dann so ein bisschen weicher werden am Körper. Also nicht knetbar weich, aber die formen sich mit Körper ganz nett an, sage ich mal. Da hatte ich immer nur das Problem, dass das ein Cage ist, der halt komplett geschlossen ist nach vorne. Also mit Vorhaut wird das hygienisch halt immer irgendwann schwierig, bei mir zumindest. Ja, genau. Ja, auch da man merkt, du machst das schon ein paar Jahre mehr in diesem Business. Ja. Wie viele musstest du denn eigentlich jetzt ausprobieren, um für dich die richtigen Produkte zu... Du hast wahrscheinlich nicht gezählt, ne? Nein. Wirklich nicht. Also ich glaube allein von Steelworks, und wir können ja mal Preise nennen, bei Steelworks, wenn du einen gescheiten willst, also die sind alle Custom. Edelstahl fängt, glaube ich, bei 400 an, Titan bis bei 500, die Carrara kosten 1500. Oh, was? Und die King 3D Plastikteile kosten halt mit Zoll bist du auch schnell bei 250, glaube ich. Irgendwas in den Range rum. Also es ist schon teuer. Deswegen, ich habe halt viele immer beim KG-Forum dann verkauft, wenn ich die mal wieder loswerden wollte. Wahrscheinlich sitzt dann in den nächsten Tagen eine Flut an Verkaufsposts in dem Forum. Ja. Nein, also tatsächlich unzählige. Okay. Also allein von den Steelworks, die ja echt teuer sind, hatte ich in den letzten 10 Jahren, da reichen 15 Stück nicht. Entweder selber beauftragt, nach Maß machen lassen oder halt selber auch gebraucht im KG-Forum gekauft und dann halt probiert, ob die Maße passen. Hat nicht gepasst, wieder weiterverkauft. Also es ist immer so ein Try and Error gewesen. Okay. Genau, also ich hatte bestimmt 20, 30 Schellen in meinem ganzen Leben schon, das wird nicht reichen. Heftig. Ja. Ich habe aber auch wirklich auch mit billig angefangen und habe mich dann immer weiter professionalisiert, sage ich mal, und weiter gerobbt. Das ist wirklich heftig. Und jetzt auch in der langen Zeit, was für Negativerfahrungen hattest du? Also in Bezug auf Wundestellen, Druckpunkte, du hast es selber irgendwie gesagt. Also was hast du da alles in Anführungsstrichen mal in Kauf nehmen müssen oder halt erleben müssen, um auch zu merken, ja, nee, bis hierhin und nicht weiter? Also das Allernegativste war tatsächlich, das, was am dollsten mal wehgetan hat, was immer das Thema Harnröhre bei mir. Die habe ich mir schon ein paar Mal leider blutig gemacht. Das verheilt aber auch wieder, wenn du den dann wegmachst. Ja. Sollte man trotzdem nicht mit spaßen. Da hat mir ein Kumpel, der wusste leider nicht, dass ich in dem Moment einen Cage mit Harnröhrenplug anhatte. Der hat mir halt mal so einen Kick in die Eier gegeben mit seinem Knie. Das hat geblutet, wie als hätte man mich geschlachtet. Ja, das war richtig unangenehm. Und ansonsten so die Alltagswehwehchen sind halt irgendwelche wunden Stellen da unten an der Haut, an den Eiern. Im Zweifel auch einfach durch die Hygiene, durch das Urin halt irgendwie, dass es halt brennt, juckt, blablabla. Ja. Da muss man halt wirklich cremen. Okay. Ich habe lange Zeit Vaseline benutzt. Die hat aber allerdings keine Stoffe drinnen, die Haut ja auch wieder irgendwie entspannen. Also eigentlich brauchst du eine Creme und Vaseline. Ja. Die Vaseline ist halt dafür da, dass es alles so ein bisschen slidet und eigentlich bräuchte es auch noch eine Creme. Deswegen habe ich irgendwann mal ein geiles Produkt gefunden. Im Zweifel schreibt uns gerne, dann schicke ich den Link auch gerne. Ich nutze da eine Babycreme für die Windeln. Das ist ein Produkt, das besteht aus Vaseline, aber auch aus allen möglichen Zink, blablub, Vitaminen, keine Ahnung, Gesundheitsteil
tollen Produkten, alles in einer Creme vermixt. Und flickt die Haut wieder zusammen. Flickt die Haut zusammen Ja. und hält gesund. Und diese Babycreme, die schmiere ich mir halt immer um den Cage, an die Eier, blablub, an die Haut im Cage mit so einem kleinen Wattepäckchen. Ja. Mit so einem Wattestäbchen, Ach so, ja. damit man in den Cage reinkommt und dadurch kann ich den 2 Wochen am Stück tragen, ohne dass ich irgendwas an der Haut habe. Okay, also es gehört auch mehr dazu als einfach Das nur ist sehr, anziehen sehr, und sehr abschließen. viel Aufwand. Das ist extrem Ja. viel Aufwand. Wenn man das konsequent mal länger machen möchte, bist du immer also 1-2 Mal am Tag mit Creme beschäftigt, Ja. einmal am Tag reinigen, also halt duschen oder halt am Waschbecken mit einem Waschlappen, keine Ahnung, Ja. aber ist schon Aufwand. Okay. Also tatsächlich hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Also ja, ich wäre davon irgendwie ausgegangen, aber Da kommt man auch mit der Zeit erst drauf, wenn es dann halt irgendwann wehtut oder wieder irgendwie juckt oder Ja. keine Ahnung was oder stinkt. ja, aber meistens ist es dann ja auch schon zu spät. Deswegen, ich glaube tatsächlich, Da für musst du alle da Pause draußen, die jetzt Fragen haben oder Fragen hatten, das ist, glaube ich, gut, dass wir das hier einmal so, oder dass du das auf jeden Fall heute so offen erzählst, weil damit kann man doch wieder Wissen weitergeben. Ich glaube, da würde jeder im Zweifel mit der Zeit drauf kommen, bin ich ja auch. Mir hat das auch keiner erzählt. Ja. Aber vielleicht ersparen wir jetzt dem einen oder anderen viele Monate des Try and Errors, Ja. weil ja das Thema, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade in unserer Kinky-Welt so viele Menschen auf dieses Chastity-Thema abfahren. Das ist so wild. Ja. Das ist irgendwie so ein versteckter Kink, weil man sieht es ja nicht direkt. Ja, genau. Rubber siehst du ja sofort auf der Vollsumme, Ja. aber viele reden da trotzdem auch offen drüber. Ja. Aber im Zweifel hast du ja auch mal, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal hattest, ich hatte sie leider nicht bisher, dass du halt auch mal jemanden triffst, der dann halt nicht vorher sagt, dass er lockt ist. Also Grindr-Date im Sinne ist das von noch so, nie passiert. da ist jemand lockt. Ist dir das schon mal passiert? Nee. Weil du mit offenen Karten spielst wahrscheinlich, oder? Mir ist es einmal passiert oder ein paar Mal jetzt schon passiert, was auch wirklich, ist nicht unangenehm, aber wenn du halt auf normalen Partys unterwegs bist und dann aber halt selbstverständlich lockt bist. Ja. Ich erinnere mich da gerade an eine Situation letztes Jahr in Hamburg bei einer normalen Gay-Party. Da haben wir mit einem Typen rumgemacht, irgendwie immer im Kreis gedreht, einmal mit dem rumgemacht und ich war halt lockt an dem Abend, weil halt. Ja. Und der Typ war halt irgendwie auch horny und irgendwann hat er halt die Hand in die Hosen gesteckt von uns. Und irgendwann kam er in meinem Cage an. Dann war irgendwie kurz so Schockstarre. Ja. Für mich war es auch unangenehm. Ich dachte mir so, ja, lass ihn machen. Und dann hat er irgendwann dran rumgespielt. Okay, spannend. Ja. Aber ich glaube, ich finde es unfair, wenn ich würde niemanden treffen und würde es dem nicht vorher sagen. Ja. Ich finde es unfair, weil du weißt nie, wie jemand gegenüber darauf klarkommt oder was er für Erwartungen hatte an das Treffen. Genau, die Erwartungen sind es ja auch ganz oft. Genau, das finde ich falsch. Also ja. wenn es ein normales Sextreffen ist, definitiv gar nicht. Ja. Wenn es in der Kinky-Welt ist und man sich vorher vielleicht über das Thema schon mal unterhalten hat, dann würde ich es wahrscheinlich sogar drauf ankommen lassen. Aber ansonsten sollte man da schon vorher drüber sprechen. Ja. Auch, dass der andere vielleicht ein Bewusstsein dafür hat, wie empfindlich man da ist, blablub. Oder mir halt nicht irgendwie einmal in die Nüsse reinhaut. Ja. Ne? Das ist schon fair, glaube ich, wenn man da transparent ist. Ja. Ja, so viel Themen, ne? Ich bin nachhaltig beeindruckt, möchte ich sagen. Wir haben ja noch was aus der Regie, ich kann es nur nicht mehr lesen, was so klein ist. Ich sehe das auch gerade. Wir gucken jetzt wie so zwei Vollhongs. Ja, hier steht, es ist tatsächlich, er hat das schon mal Ich habe es lesen können. Eine Frage aus dem Off quasi. Ob man denn auch schon mal den Brainfuck hatte, dass man wirklich knallhart den Schlüssel nicht mehr wiederbekommt. Das würde mich, also ich bin ein Mensch, der sowieso tatsächlich selten die Kontrolle abgeben möchte. Also ja, im Spiel für einen definierten Zeitraum kann ich es mir halt vorstellen, ja, aber gerade weil ich beruflich auch einmal einer bin, ich bin immer sehr, sehr kontrollierend, also das klingt so böse, nein, aber ich habe gerne einfach die Kontrolle in meiner Hand. Und das, obwohl ich eigentlich sonst im Bett eher die andere Seite bin. Aber genau das Extrem habe ich schon so oft kennengelernt mittlerweile. Aber deswegen, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte. Hattest du sowas schon? Es ist bei mir relativ das Gleiche. Ich meine, ich leite ja eine IT, ich steuere auch ganz gerne und habe die Zügel in der Hand, aber genauso gerne lasse ich halt dann im sexuellen Bereich am Wochenende halt mal die Zügel aus der Hand. Aber gefühlt hat man als Sub ja doch immer so ein bisschen die Zügel in der Hand. Der Top macht ja eigentlich in der Regel nichts, was du nicht möchtest. Also, im besten Fall. Ne? Genau. Ja. Und sonst hat er halt eine Grenze überschritten. Ja. Manchmal ist eine Grenzüberschreitung auch mal, wenn er ein gutes Gespür dafür hat, interessant, um Grenzen zu erweitern, aber in der Regel bewegt man sich ja in einem Rahmen. Das heißt, man lässt sich ja bespielen, um es jetzt mal ziemlich drastisch zu sagen. Ja. Von daher, nein, ich könnte nicht damit
umgehen, wenn ich jemanden hätte, der mir jetzt knallhart sagt, obwohl ich ein gutes Argument hätte, dass ich den Schlüssel jetzt brauche, dass er mir nicht mehr wiedergibt. Weil das ist für mich eine Grenzüberschreitung, je nach Situation halt. Ich habe in der Regel ganz gerne halt einen Schlüssel zu Hause. Also nicht, dass ich ihn jetzt unbedingt am Schlüsselbrett hängen haben muss, aber zum Beispiel halt in so einem fernsteuerbaren Schlüsselsafe, dass ich wirklich im Notfall da irgendwie rankomme. Ja. Ich habe zum Beispiel, als ich dieses Jahr dauerlockt war, hatte ich auch immer einen Schlüssel im Rucksack dabei. Ich hatte so einen kleinen Metallschlüsselsafe, der ist irgendwie so groß wie 2 Finger, da konntest du den Schlüssel reinschieben und oben durch eine Öffnung mit einer Plombe quasi abschließen. Ja. Und von dieser Plombe hätte man ja nachweislich jede Zeit immer wieder eine nummerierte Plombe ein Bild machen können. Ja. So, und damit, also ja, die Hürde ist sehr einfach, diesen Schlüssel da rauszunehmen, aber am Ende ist es ja wieder ein Spiel und Vertrauen. Genau. Und man möchte es ja eigentlich nicht. Und von daher hatte ich halt das gute Gefühl, dass ich immer einen Schlüssel einfach dabei hatte, auch wenn mal wirklich was Medizinisches zum Beispiel ist. Das ist ja auch ein Thema. Genau. Auch da überlege ich auch gerade, wahrscheinlich macht es ja auch Sinn, dann dort mit dem Keyholder irgendein Safe-Word auszumachen. Sag mal, ey, wenn das kommt, dann ist hier doch, ich sag mal, Alarm oder so. Safe-Word ist immer richtig. Ja. Nicht nur bei Cages oder sonst was, sondern immer beim Spielen. Ja. Also es macht Sinn, dass man sagt, ey, entweder man kennt sich so gut, dass man den anderen einschätzen kann, dass jetzt, egal was er sagt, Schluss ist. Ja. Oder wenn man sich nicht gut kennt, dass man dann über ein Safe-Word einfach sagt, okay, das ist die rote Linie, hier ist Schluss, wir machen hier einmal Feierabend. Einmal kurz Pause. Ja, klar. Ja. Also von daher, ich glaube, das ist aber für jeden unterschiedlich. Ich glaube, für viele ist es vielleicht auch geil, wenn sie wirklich also es gibt ja genug Bottoms, die halt wirklich Bottoms sind. Ja. Nicht so wie ich. Aha, ja. Die halt wirklich so unterwürfig sind, dass sie es halt wirklich geil finden würden, den Key, dass sie gar keine Chance hätten, an diesen Key ranzukommen. Oder halt irgendwie durch Spiele oder so oder durch Aufgaben erledigen, ich sag mal, dem Ziel näher kommen. Genau. Das ist halt zum Beispiel nicht meine Welt. Ich bin halt einfach nur locked und geil und habe das irgendwie für ein Wochenende mal dran in Berlin zum Spielen. Aber jetzt zu sagen, ich muss da jetzt, sag ich mal, Sachen erfüllen, um da wieder ranzukommen, das wäre nicht meine Welt. Aber auch da gibt es, glaube ich, genügende, die das geil finden. Ne? Bestimmt. Also auch da schreibt uns sehr, sehr gerne eure Erfahrung. Was musstet ihr schon tun, um einen Schlüssel wiederzubekommen? Die Welt braucht Putzsklaven. Ne? Ich wollte jetzt nicht sagen, ich bräuchte auch einen, aber nein. nein, nicht falsch verstehen. Ist spannend. Wirklich, wirklich spannend. Guten Rundumflug gemacht, glaube ich, ne? Wenn noch Fragen offen sind, ihr wisst, wo kann man uns denn für Fragen erreichen? So, ja, das machen wir auch mal gerne jede Folge. Natürlich dürft ihr uns gerne bei Instagram unter unsere Reels einfach immer was drunter posten in die Kommentare oder dort eine PN schreiben. Das Ganze ist dann der Account schwarzundeng.podcast, also dort findet ihr uns ganz einfach so. Oder ihr schickt uns zum Beispiel eine E-Mail, das Ganze auch an moin@schwarzundeng.de und dann landet das bei uns. Ich kann es nicht mehr hören. Aber ich finde, wir bringen das immer so schön tatsächlich unter. Wundervoll. Wir kriegen gerade auch aus der Regie jetzt noch einmal kurz noch die Info reingehauen. Wir sind gerade schon bei der Endmoderation. Du kannst jetzt wir haben auch schon eine Stunde gelabert hier. Jetzt ist aber Feierabend dann. Cage das beim hört sich Sport. Doch keiner an sonst. Es ist noch Cage beim Sport. Ja, du machst ja auch Sport. Ja, vielleicht geh nochmal kurz darauf ein. Geht. Punkt. Gehst du dann beim Sport eigentlich duschen? Nein. Okay. Auf gar keinen Fall. Nein, also mit der Schelle geht Sport nicht mit der großen. Das ist sehr, sehr unbequem, weil man auch irgendwo sitzt und die Beine dann ausstreckt und irgendwie liegt und blablabla. Nein. Ja. Der Cage mit dem Harnröhrenplug, wenn man jetzt nicht gerade eine Übung hat, wo man auf dem Bauch liegt, dann geht das auch. Ja. Das geht auch übrigens beim Radfahren mit dem Cage, mit dem Plug sogar ganz gut. Der Cage ohne Harnröhrenplug, der geht beim Sport komplett. Da muss man halt noch aufpassen, je nachdem wie viel Vorhaut man hat, dass man sich die nicht irgendwo einzwickt dann mal. Ja, klar. Wenn die vorne irgendwie raushängt und dann liegt man auf dem Bauch. Aber man bewegt sich dann halt schon so, wie man es gewohnt ist, sag ich mal. Der Körper reagiert ja auch drauf. Genau, ich ziehe mich halt dann beim Sport einfach nur um und lasse die Boxershort an. Ich dusche halt abends zu Hause, ich schwitze nicht so viel, aber für die duschen müssen, ist das dann schon eine Überwindung, glaube ich, beim Sport. Gibt aber auch genügend, die es geil finden, ne? Die dann mit Cage da in der Umkleide rumrennen. Habe ich alles schon gesehen bei Twitter. Eieieiei. Spannend. Guck mal, und so geht eine Folge schon wieder mit sehr viel Input zu Ende. Ich danke dir, dass ich heute wieder so ein bisschen eher der Zuhörende sein durfte und gar nicht der Berichtende und dass du so viel mit uns geteilt hast. Immer wieder gerne. Am Ende des Tages haben wir irgendwie alle was davon und sparen sich vielleicht ein paar unnötige Einkäufe. Ja. Dann sind wir am Ende, ne? Ich glaube, wir sind am Ende. Aber wir haben noch ein paar Themen. Also jetzt mal so noch so eben so nebenbei. Was steht in den nächsten Wochen noch an? Oh ja, die nächsten Wochen ist viel. Im Fetischbereich.
Ja, weiß ich gerade gar nicht. Ist viel. Du bist hier unser wandelnder Terminkalender. Tatsächlich. Oh, da vielleicht ein Hinweis. Das hast du vorher darauf hingewiesen. Ich habe es extra hier im Handy noch geöffnet. Ja. Du wolltest noch einen Hinweis geben an alle da draußen, denn Markus hat etwas, wovon wir alle profitieren können. Was meinst du denn? Der Kalender. Ach, der Kalender, das Events-Ding. Kalender. Ja, Ja. okay. Uns haben zwei nette Jungs angeschrieben, die jetzt ein Projekt gestartet haben. Und zwar sammeln die Events und Partys und Veranstaltungen in Bars in ganz Deutschland mit Kinky-Bezug, Fetischpartys, blablub. Non-Profit und einfach nur von der Community für die Community. Im Endeffekt genau der gleiche Gedanke, den wir am Ende haben. Und ich habe das gesehen und ich fand es mega großartig, denn sowas fehlt tatsächlich noch. Dieses Portal ist unerreichbar unter der Domain in-gear.de. Wir haben es hier offen. Es ist wirklich, ich habe gerade mal durchgeklickt, mal eben auf die Ist auch Schnelle. sehr vollständig schon. Genau, man kann einfach raufklicken, so ich interessiere mich für Rubber, Sportsgear, Und welche Leather. Stadt und Punkt. Und dann hat man einfach eine Übersicht. Sehr, sehr Es praktisch. ist extrem viel Arbeit. Ich weiß, ich weiß selber, wie schlecht die Informationen sind, die man dazu findet, generell. Und ich kann das nur unterstützen. Von daher vielen Dank, dass ihr das macht. Ich finde es großartig, deswegen auch an der Stelle sehr gerne Werbung dafür. Und ich werde das auch selber tatsächlich einfach nutzen künftig. Ja. So. Weil die nächsten Wochen, von dem, was ich so weiß, ist nicht so viel. Das Jahr geht zum Ende, die großen Events sind vorbei. Man merkt es. Es kommt jetzt noch in 2 Wochen, glaube ich, ist in Berlin noch die Snacks, die Party im Berghain und Lepp. Ja. Da werde ich nicht hingehen, weil es völlig überlaufen ist. Da habe ich keinen Bock drauf, aber da werden sehr viele hingehen. Das ist die Sportswear-Snacks, also halt keine Fetisch-Snacks, sondern eher in oben ohne oder in Hotpants, Body, Outfit, was auch immer. Und ansonsten, Ist es irgendwie das? traurige Winter kommt halt jetzt, ne? Ja, Weihnachtsmärkte, ne? Glühwein. Toll. Ich habe auf der Vollsommer schon Glühwein getrunken. Das war schon Stimmt, mein das war Start. sehr geil. Es war frisch, deswegen war der Glühwein da ganz gut. Nee, ansonsten an Events. Wenn ihr noch irgendwelche Events wisst, die nicht bei ingear.de stehen oder die wir auch nicht wissen, ich wäre interessiert. Ich habe nämlich im November und im Dezember noch nicht so viel vor. Ja, schreibt uns mal. Vielleicht schauen wir da vorbei. Ja, Ich glaube, dann sind wir durch, ne? dann sind wir in diesem Sinne aber sowas von durch. Boah, über eine Stunde. Ich glaube, das wird die längste Folge ever. Ja, wer weiß, was ich noch rausschneide, aber ich glaube, ich nichts. schneide da nichts. Nee, wir schneiden ja einfach nicht. Dann tatsächlich noch der Aufruf, wie immer, auch für die nächsten Folgen, wenn ihr uns anhört, zieht eure Gear an und postet es in der Story. Ja, wir teilen Wir werden das natürlich. nicht müde, das zu sagen. Ja. Selbst wir werfen uns hier jedes Mal in Schale für euch. Extra für euch. Ja, nur für euch. Und dann bleibt uns nichts Ja. anderes übrig, als, Ade zu sagen. Dankeschön. Danke fürs Einschalten, danke fürs Abonnieren auf allen möglichen Plattformen, danke fürs Weiterteilen, Weitersagen, das kommt bei uns an und danke fürs tolle Feedback. Ihr seid einfach geile, geile Leute da draußen. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, wir hören uns. Ciao.